Mahlzeit, ihr Freunde der historischen Küche. Heute geht es sehr fluffig zur Sache, denn heute stelle ich euch den Kaiserschmarrn vor. Das ist wohl eines der königlichsten Gerichte überhaupt, das man sich vorstellen kann. Und ihr stellt euch sicherlich die Frage, warum man ihn immer nur mit 2 Gabeln zerreißt und nicht schneiden darf, denn das ist ein wirkliches No-Go. Und vor allem, wie macht man ihn richtig? Und wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran. Kaiserschmarrn ist nicht einfach nur ein Dessert, es ist ein Klassiker. Und ihr stellt euch sicherlich die Frage, wie hat Kaiserschmarrn denn überhaupt den Namen Kaiserschmarrn bekommen? Und da gehen wir zurück ins 19. Jahrhundert und da gibt es 2 tatsächlich Legenden, die in der Historie dafür sprechen, wie es entstanden ist. Und zwar ging es in Österreich um den Kaiser Franz Josef I. Und die erste Legende sagt, oder die erste Überlieferung sagt, dass der Kaiserschmarrn so entstanden ist, dass der Koch für die Gemahlin Elisabeth, auch Sissi genannt, etwas Leichtes zaubern wollte. Doch Sissi war bekanntlich sehr figurbewusst und der Teig war ihr zu schwer. Und da scheint es so, dass der Kaiser gesagt hat, komm, gib mir mal rüber den Schmarrn, um ihn selbst zu essen. Und so ist dann das Wort Kaiserschmarrn entstanden. Das ist so die erste Überlieferung. Es gibt aber auch noch eine zweite, dass der Kaiser auf der Jagd war und dass man ihm dann von einem Bauernpaar ein Mahl zubereitet hat. Und weil die Leute so nervös waren, die Bauern, dass sie dem Kaiser was zubereiten mussten, haben sie vor Angst ihn auseinandergerissen, weil sie so nervös waren und ihm da was Zerrissenes hingelegt. Und der Kaiser fand dieses Gericht so lecker, dass er es im Prinzip den Namen Kaiserschmarrn gegeben hat. Welches von diesen beiden historischen Überlieferungen, und wir setzen das Thema Überlieferung jetzt mal in Gänsefüßchen, denn die richtige ist, weiß ich gar nicht. Wenn ihr das wisst oder ihr eine Quelle habt, wo es ganz sicher überliefert wurde, wie der Name Kaiserschmarrn zustande kommt, dann schreibt es mal in die Kommentare rein, das würde mich sehr freuen. So, und jetzt wird nicht mehr weiter geschwafelt. Ich denke, das reicht auch schon. Wir gehen jetzt in die Küche und werden mein liebstes Originalrezept für Kaiserschmarrn mal ausprobieren. Das ist gar nicht so schwierig und kompliziert und werden es danach natürlich auch verkosten, um zu schauen, was für ein Schmarrn wir denn da gemacht haben. Also, kommt mit. Kommen wir zum Rezept des Kaiserschmarrns. Es besteht aus 100 Gramm Mehl. Ich habe hier Weizenmehl genommen, ich denke, das passt am besten. 4 Eier, die lege ich jetzt einfach mal hier oben drauf, weil sonst gehen die mir gleich stibitzen. Und dann liegen die auf dem Boden, da haben wir da alle nichts von. Dann 200 Milliliter Milch, eine Prise Salz und 2 Esslöffel Zucker, das habe ich hier schon gemischt. Dann kommt ein Päckchen Vanillezucker, ich halte die Marke jetzt mal zu, vom Aldi. Dann Rosinen, die gegebenenfalls in Rum eingelegt sind. Das habe ich einfach mal gemacht, um mal auszuprobieren, wie das dann nachher schmeckt. Butter zum Braten, das lege ich nicht dazu. Puderzucker zum Bestreuen. Da kann man einfach den hier zum Beispiel mal nehmen. Und als Apfelmus habe ich mich für den hier entschieden. Leider gibt es beim Aldi den Triple Natur Apfelmus nicht rein, also nur gemischt mit Mango und sonst irgendwas. Das wollte ich jetzt nicht, sondern ich wollte es dann doch schon original halten und habe mich für den normalen Apfelmus entschieden. Interessanterweise, manche nehmen es auch mit Zwetschgenröster, müsst ihr mal ausprobieren, was gut passt. Wir werden diese Kombination prüfen und ausprobieren, mal zusammenbacken und dann schauen wir gleich weiter. Vielleicht während der Kaiserschmarrn jetzt vor sich hin brät, 4 Fakten zum Kaiserschmarrn. Nummer 1. Kaiserschmarrn darf nie geschnitten werden. Man muss ihn immer mit der Gabel reißen. Wer Kaiserschmarrn schneidet, begeht ein kulinarisches Verbrechen. Ja, also das muss euch klar sein. Niemals Kaiserschmarrn schneiden, sonst kommt die Mehlspeisenpolizei. Zweitens. Zum Ersten Weltkrieg wurde Kaiserschmarrn als Soldatenrationen mit verteilt. Denn Kaiserschmarrn ist sehr kalorienreich, man hat ihn dann aber mit Speck statt Zucker ausgegeben. Es ist quasi ein Wurstschmarrn gewesen und hat dabei geholfen, die Soldaten zu verpflegen. Drittens, der Weltrekord für Kaiserschmarrn liegt bei einem Kaiserschmarn von 500 Kilogramm.
Ich weiß nicht, ob ich davon ein Bild finde, dann würde ich das mit einstellen. Sonst könnt ihr euch das einfach mal vorstellen, wie viel Kilogramm 500 Kilogramm sind. Das ist eine halbe Tonne. Und da liegt im Moment der Weltrekord. Also wer Zeit hat und eine große Pfanne, kann ja gerne versuchen, den Weltrekord mal zu brechen. Und drittens, warum dürfen keine Hühner in der Nähe sein? Früher glaubte man, dass Kaiserschmarrn nur gelingt, wenn keine Hühner in der Küche sind. Warum das so ist, kann sich jeder selbst ausmalen. Also ich könnte mir vorstellen, wer schon mal Hühner hatte, weiß, wie aktiv die sind und was die alles so zu fressen finden. Und vielleicht bleibt dann vom Kaiserschmarrn noch nichts mehr übrig, wenn Hühner in der Küche sind. Aber die Gedanken müsst ihr euch selbst machen. So, dann kommen wir jetzt zur Herstellung des Teiges. Und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen die Eier trennen. Denn wir brauchen das Eigelb für den Teig und das Eiweiß, um es aufzuschlagen, Eisteif draus zu machen. Und jetzt rächt sich das, dass ich, wenn ich das so sehe, Eier vom Aldi Bio-Eier gekauft habe, weil unsere Hühner sind ja, wie ihr vielleicht schon in der letzten Folge mitbekommen habt oder in den letzten Folgen vom Fuchs geholt worden und die neuen sind noch nicht da. Und die Schale von den Eiern hier vom Aldi, die ist so weich, dass ich die nicht mehr aufgeschlagen kriege, ohne dass die auseinanderfällt. Also ganz schlimm. Ich versuche das trotzdem. So, wie ihr seht, ist hier ein bisschen Eigelb mit reingekommen. Das werde ich jetzt versuchen, noch schnell rauszuholen. Ob das klappt, wird sich zeigen. Vielleicht ein bisschen. So, haben wir es gleich geschafft. Gut, und dann müssen wir das aufschlagen zu Eischnee. Ich mache das tatsächlich jetzt mit einem Mixer. Ihr könnt mich dafür verhaften, in Anführungsstrichen. Aber das hat man vielleicht früher nicht so gemacht, aber das jetzt mit dem Schneebesen dauert mir das zu lang. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, wenn es jetzt laut wird, werde ich den Ton wegschalten und vorspulen. So, der Eischnee ist jetzt genauso fluffig wie der Bart vom Kaiser. Und dann begeben wir uns jetzt mal an das Zusammenrühren der restlichen Zutaten. Und dafür müssen zu den Eiern noch der Zucker, die Milch, die ich gerade umgeschüttet habe, und das Mehl. Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig, weil ich nicht genau weiß, wie viel fehlt und ich vergessen habe nachzumischen. Aber das ist die Realität, Leute. Ihr seid live dabei, wie es schief geht, wenn einfach alles zu eng ist hier in der Küche. Oh, es tut mir leid, aber ich muss mal ganz kurz putzen. Eine Sekunde. So, ich würde mal sagen, der ist definitiv noch zu fest. Was ja auch klar ist bei der ganzen Milch, die fehlt. Und seid da ein bisschen cleverer wie ich und macht das in der höheren Schüssel. Ja. Ich habe jetzt eine schmale genommen, damit ihr das besser sehen könnt, aber dafür darf ich gleich die ganze Küche putzen. Ne? Also die Hälfte, die liegt jetzt, die fliegt hier durch die Luft. Ja. So, ich hole nochmal die Milch und dann ergänzen wir das mal schluckweise und gucken mal, ob das reicht. So. Dann geben wir noch die Rosinen dazu. Mal vorsichtig mit dem Rum. Ich hoffe nicht, dass das zu viel war. Haben wir den Vanillezucker vergessen. Den ist mal wieder klar, den streuen wir jetzt nachträglich ein. Auch das ist die Realität, Leute. Wie gesagt, kein Profikoch, sondern genauso, wie es in 90% aller Haushalte ist. Die Hälfte wird vergessen und nachträglich eingerührt. Wir machen ja hier keine super Kochshow draus, wo alles perfekt geht und die Leute es vorher schon 100-mal gekocht haben, sondern wir machen es so wie alle, die ein neues Rezept ausprobieren. Wir probieren es aus und wissen nicht, was passiert. So, den Eischnee, den werde ich jetzt tatsächlich mit dem Schneebesen vorsichtig unterrühren, denn das ist mir tatsächlich zu heiß, dass der jetzt dann alles kaputt macht, wenn ich den jetzt mit dem Mixer unterrühre. Das werde ich tatsächlich vorsichtig mit der Hand machen und danach können wir den Kaiserschmarrn auch schon ausbacken.
Das machen wir jetzt ganz vorsichtig, ne? Damit der nicht komplett zerfällt. Aber ich denke, der ist sehr wichtig, dass der Teig dann auch super schön fluffig wird. Gar nicht zu viel, das vermischt sich gleich sowieso so ein bisschen noch in der Pfanne. Nur, dass der Eischnee nicht oben aufschwimmt. So, und ich denke, das reicht auch schon fast. Und dann werden wir den Teig jetzt in der Pfanne ausbacken. Und ich hoffe, das ist nicht zu viel für die Pfanne. Also, es wirkt sehr viel. Ich weiß nicht, wer das Apfelpfannkuchen-Video gesehen hat. Ich habe da gerade so ein Déjà-vu, ich werde es zum Schluss oben verlinken. Schaut da mal rein, war super lecker das Zeug, aber jetzt auch noch alles voller Milch. War super lecker, aber da ist mir der Fehler tatsächlich schon mal passiert, dass der Ofen zu heiß war und der Apfelpfannkuchen im Prinzip darunter. So, dann schmilzen wir jetzt die Butter und ich habe mir das tatsächlich überlegt. Ich werde nicht die gesamte Menge in die Pfanne packen. Also der Apfelpfannkuchen ist mir da doch zu negativ in Erinnerung geblieben. Sondern ich werde tatsächlich wahrscheinlich die Hälfte nehmen und die andere Hälfte in dem zweiten Rutsch dann ausbacken. So, ich hoffe, das war nicht zu viel Butter. Aber ich sage ja immer, Fett ist ein Geschmacksträger, das wird schon gehen. Dann drehen wir mal ein bisschen die Hitze runter. Nicht, dass das zu stark von unten anbackt. So, wenn die Butter jetzt gut geschmolzen ist, dann werden wir mal den Kaiserschmarrn hinzufügen, also den Teig. Und dann gucken wir jetzt mal, wie viel wir da nehmen, aber ich würde mal sagen 2 Kellen. Ja, vielleicht noch eine halbe. Ist gut genug. Und dann lassen wir jetzt den Teig stocken und unten ein bisschen anbraten. Vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr Hitze. Das wird jetzt so Pi mal Auge 3-4 Minuten dauern, bis die Hitze da sich ordentlich durchgesetzt hat. Und dann können wir den Kaiserschmarrn dann auch schon mit 2 Gabeln zerreißen. So, das riecht schon ganz gut. Jetzt ist hier oben noch nicht gestockt, aber wir gucken einfach schon mal, ob das klappt mit dem Zerreißen. Weil dann zerlegt sich nämlich der Teig auch noch mal ein bisschen. Und der Rest kann stocken. Oh, das sieht richtig gut aus. Leute, das riecht auch gut. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne auch noch ein Stück Zitrone mit dran machen. Ich drehe es trotzdem noch mal ein kleines bisschen um, weil es ja doch sehr dick war. Und alles schön durch auch erhitzt ist, weil da sind ja rohe Eier drin. Ne? Und das Letzte, was wir wollen, ist eine Salmonelleninfektion aufgrund der Eier. So. Jetzt kann man noch das kleinere Stücke, aber das ist richtig fluffig geworden, Leute. Schön, wunderbar fluffig. Oh, geil. Das brät in der Zeit direkt noch ein bisschen weiter. Eigentlich ziemlich cool. Also ein paar schöne, mundgerechte, gabelgroße Stücke da draus. Oh, es ist auch knusprig geworden. Der ist mir noch ein bisschen zu dick hier, dieses Stück. Hier ist noch ein bisschen feucht. Das tun wir direkt nochmal umdrehen. Das war der Schädel an der Dunstabzugshaube. Einmal aufgekloppt. So. Und ich denke, dann können wir den jetzt auch schon servieren. So, dann kommt jetzt hier noch eine ordentliche Portion Puderzucker drüber. Und voilà. Fertig ist der Kaiserschmarrn. Und dann gehen wir jetzt gleich ans Verkosten. So,
Das kaiserliche Gericht, der Schmarrn, ist fertig und liegt jetzt hier vor mir auf dem Teller. Ihr habt ihn sicherlich schon auf den Bildern gesehen, wie er fertig aussieht. Und ich werde ihn jetzt mal probieren. Er ist auf jeden Fall super fluffig geworden, also genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen, ne? Die eine Seite ist goldbraun gebraten. Ich probiere den mal. Geil. Gaumenschmaus. Jetzt mal, ich muss mal gucken, hier sind auch noch Rosinen drin. Ich habe ja noch Rumrosinen reingemacht. Da ist ein Stück mit einer Rumrosine. Mal sehen, ob der Rum rauskommt oder wie der schmeckt. Guck mal hier, ey. Oh, herrlich. Sehr lecker. Also ich kann ihn auch mit Rumrosinen empfehlen. Also der Rumgeschmack, der verfliegt durch die Pfanne. Der Alkohol hat so eine ganz dezente Note. Ist sehr, sehr lecker geworden. Ich hole mir jetzt gleich noch den Apfelmus dazu. Aber Apfelmus verkosten, ich meine, das ist jetzt nicht sinnig. Aber ich hole mir noch ein Stück Apfelmus dazu oder eine Schale Apfelmus dazu. Und dann haue ich mir den Teller weg. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu läuten. Denn ihr wisst ja, der YouTube-Algorithmus braucht das einfach. Und ich habe festgestellt, wie ich auch beim letzten Video schon mal mitgeteilt habe, sehr, sehr viele Leute gucken, aber drücken nicht den Button. Deshalb, wenn ihr mich und uns bei dem Kanal unterstützen wollt, abonniert den Channel, drückt die Glocke. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.